Versteckte Funktionen in TradingView? Ja, du hast richtig gehört. Es gibt zahlreiche Features in TradingView, die vielen absolut unbekannt sind. Warum das so ist? Weil diese einerseits recht versteckt sind und andererseits TradingView relativ wenig dafür tut, sie bekannter zu machen. Aber dafür bin ich ja da. Ich zeige dir in diesem Video die 10 wichtigsten versteckten Features in TradingView, die du kennen solltest. Denn mit dem Wissen darüber kannst du nicht nur die Benutzung von TradingView effizienter gestalten, sondern auch dein Trading im Allgemeinen verbessern. Also, los geht's. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Felix Hülfborn und als Aktientrader mit einem Master in Exercise Science and Coaching erkunden wir hier auf meinem Kanal regelmäßig wissenschaftlich fundierte Strategien und Tools, die uns zu einem produktiveren Leben und Trading verhelfen. Einer der wichtigsten Punkte, um im Trading überhaupt erfolgreich zu werden, ist das Üben. Damit wir unterschiedliche Chartkonstellationen besser verstehen, wollen wir das nicht nur in steigenden Märkten machen, sondern wir wollen eben auch das gegenteilige Beispiel beispielsweise eben in fallenden Märkten machen. Hier in TradingView können wir das ganz einfach tun, indem wir hier auf die Seitenleiste gehen, auf die Y-Achse gehen, einen Rechtsklick machen und dann hier auf Skala invertieren klicken. Indem wir das tun, drehen wir den kompletten Chart um und wir können so studieren, wie ein gegenteiliges Beispiel eben bei fallenden Märkten ausgesehen hätte. Damit kommen wir dann auch gleich schon direkt zum zweiten Punkt, nämlich den Shortcuts oder wie es hier steht, den Tastaturkürzeln. Wir können die einmal aufrufen, indem wir hier oben auf unser Profil gehen und hier einmal das Menü aufrufen, dann die unterschiedlichen Funktionen eben einfach so abrufen. Gleichzeitig hast du es vielleicht aber auch gerade schon gesehen, indem ich hier den Rechtsklick gemacht habe, sehe ich zum einen, dass die Skala weiterhin invertiert ist, aber rechts in diesen Submenüs sehen wir auch immer diese Shortcuts, die wir uns dann einfach einbringen können. Das Schöne dabei, TradingView merkt selbst, ob ich mich gerade auf einem Betriebssystem hier beispielsweise wie ich gerade auf meinem Mac befinde oder alternativ eben auf Windows, sodass dann auch diese Tastaturkürzel hier richtig angezeigt werden. Ich kann mir das jetzt also merken, einfach die Optionstaste und I auf dem Mac und damit kann ich eben hier die erst gezeigte Funktion ganz einfach anwenden. Dass wir uns in TradingView alarmieren lassen können, wenn gewisse Preislevel erreicht werden, ist dir wahrscheinlich nicht neu. Aber was dir eventuell neu ist, ist eben die Funktion, dass wir uns auch alarmieren lassen können bei gewissen Überschreitungen von Indikatoren. In diesem Fall habe ich hier einen verankerten VWAP und ich klicke einfach mal drauf mit dem Rechtsklick und gehe eben auf das Submenü Alarm für Anchored VWAP hinzufügen. Ich sehe jetzt hier, dass letztendlich das nächste Mal, wenn dieser Indikator gekreuzt wird, werde ich eben benachrichtigt. Das ist ganz schön, weil dieser Indikator auf der einen Seite natürlich dynamisch ist und wenn sich jetzt in 2 Wochen vielleicht was ergibt, dass wir eben zu diesem Indikator zurückkommen, dann ist eben das Preislevel ein ganz anderes. Und jetzt täglich zu schauen, um meine Alarme zu verschieben, ist natürlich total eben der Hassel und dementsprechend macht es super Sinn, diese Funktion zu nutzen. Wenn wir auch hier an dieser Stelle von Indikatoren sprechen, kommen wir gleich zum vierten Punkt, der sich häufig ergibt. Wahrscheinlich kennst du diese Charts, wenn wir jetzt hier drauf gehen und du das nicht eingestellt hast, dass wir irgendwie einen Chart sehen, der so aussieht. Wir haben also einen Indikator, der irgendwo innerhalb des Charts verläuft und du fragst dich, warum zum Teufel wird dieser Chart oder die Preisbalken so komisch dargestellt? Also, die Skalierung ist total verpfuscht. Alles, was du tun musst, ist hier wieder rechts auf die Y-Achse zu gehen und die Funktion zu aktivieren, indem du auf nur den Preischart vergrößern klickst. Dadurch wird nur der Preischart vergrößert und alle Indikatoren, die sozusagen außerhalb eben unseres Bildschirmes irgendwo sind, die werden nicht in die Skalierung mit aufgenommen, was uns hilft, dass wir ja wirklich den Preis toll skaliert haben und alles sehen können, was wir eben benötigen, um richtige Analysen anzustellen. Wenn du richtig gut an der Börse werden möchtest, musst du natürlich vorab eine Menge Zeit investieren, um eben auch die Märkte zu studieren und unterschiedliche Verhaltensmuster ableiten zu können. Wir können das Ganze ein wenig mit TradingView beschleunigen, indem wir oben auf die Wiedergabe gehen und dann an den Zeitpunkt gehen, von dem wir aus starten möchten. Wir können dann hier unten einfach bestimmen, dass wir hier den Chart abspielen. Wir können dabei dann auch die Wiedergabegeschwindigkeit bestimmen, beispielsweise hier 3 Updates pro Sekunde. Es gibt kleine Limits hier. Wir sehen also immer nur die Schlusskurse der einzelnen Kerzen in der jeweiligen Zeitebene. Das wird hier auf jeder Zeitebene funktionieren. Also auch wenn ich jetzt in den Tageschart springe, könnte ich beispielsweise einfach den Tageschart abspielen, um eben das
Verhalten besser zu lernen. Es gibt rudimentär eben auch die Möglichkeit, hier mit Verkaufen und Kaufen zu wählen, beispielsweise auch fallende Kurse zu setzen, das zurückzukaufen, den Gewinn zu realisieren und so weiter und so fort. Es ist kein kompletter Trading-Simulator im Sinne von, ja, wo steige ich ein, wo steige ich aus, aber es hilft mir persönlich sehr dabei, einfach nochmal den Chart Revue passieren zu lassen, meine Gedanken zu sammeln, zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt hätte ich wo meinen Stop-Loss positioniert, wie groß wäre zu diesem Zeitpunkt meine Positionsgröße gewesen. Die nächste Funktion hättest du dir wahrscheinlich schon viel früher gewünscht. Du kennst wahrscheinlich das Problem, dass du unterschiedliche Indikatoren in deinem Chart vorbereitet hast und jetzt dir die Frage stellst, wie kannst du vielleicht zwischen diesen Indikatoren auf unterschiedlichen Zeitebenen wechseln oder wie kannst du sie vielleicht auch in ein neues Chart-Template überführen. Ganz einfach, indem du hier einfach oben auf Indikatoren gehst und weiter nach rechts gehst. Da finden wir ein kleines Feld, das heißt Indikator vorladen. Und ich kann einfach hier ja eine Speicherung dessen machen. Wir sehen jetzt hier, dass ich in meiner Indikatorvorlage jetzt hier den VWAP habe, den ich angewendet habe. Ich habe hier einen gleitenden Durchschnitt und ich habe hier unten eben das Volumen. Alle drei werden gespeichert. Ich muss mir nicht das Symbol merken, denn wenn ich das nächste Mal anwende, dann möchte ich das ja auf den Chart machen, den ich vielleicht da neu einstelle und ich muss mir auch nicht das Intervall merken. Kann ich tun, wenn ich denke, okay, es ist hier ein dediziertes Beispiel, den ich nur auf dem 5-Minuten-Chart anwende. Wenn ich das aber vielleicht auch auf einer anderen Zeitebene anwenden möchte, dann würde ich das eben nicht einstellen. Ich gebe dem vielleicht einen Namen Intraday und würde das Ganze einfach speichern. Und wenn ich das nächste Mal vielleicht auf einen anderen Chart gehe, vielleicht hier drüben, dann könnte ich jetzt einfach wieder drauf gehen und sagen, okay, meine Indikatorvorlage anwenden, Intraday, und auch auf diesem Chart würde das jetzt einfach übertragen werden. Viele Nutzer von TradingView starten häufig mit nur einem Chart, genauso wie ich das gerade tue. Aber was ist, wenn du einen zweiten Chart hinzufügen möchtest? Dann gehen wir eben hier oben hin und können beispielsweise einen zweiten Chart eben in diesem Layout miteinander dahin packen. Jetzt ist die Frage, warum habe ich zwei Charts? Möchte ich diese eben unabhängig voneinander nutzen oder eben sogar miteinander synchronisieren? Das ist der Regelfall, wie ich es persönlich mache, und nur in diesem Fall müssen wir eben die jetzt folgenden Einstellungen vornehmen. Dazu gehe ich hier oben hin, denn das, was ich erreichen möchte, ist, dass ich zum einen auf der linken Seite einen Tageschart habe. Das habe ich jetzt erreicht. In diesem Fall möchte ich dann auch beispielsweise ja hier zumindest den VWAP entfernen, denn der funktioniert in diesem Kontext nicht auf dem Tageschart. Und ich möchte jetzt diese Charts miteinander synchronisieren. Denn wenn ich hier beispielsweise Tesla eingebe, dann weiß der linke Chart nichts eben von dieser Änderung. Dementsprechend gehe ich hier oben drauf und ich sehe hier unten die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten. Und ich möchte hier vor allen Dingen, dass das Symbol miteinander synchronisiert wird. Ja, ich möchte nicht, dass das Fahnenkreuz miteinander synchronisiert wird. Du siehst, dass es sich dann auch links eben die Position merkt, wo wir uns befinden. Das finde ich etwas störend. Ich möchte auch nicht, dass das Intervall gewechselt wird. Die soll nicht synchronisiert sein für mein Anwendungsbeispiel, aber ich möchte einfach, dass das Symbol miteinander synchronisiert wird. Das nächste Mal, wenn ich hier die Aktie Uber eingebe oder die Aktie Apple, dann ändern sich beide Charts und so sind beide Charts einfach miteinander synchronisiert. Wir haben jetzt hier gerade schon ein bisschen den verankerten VWAP kennenlernen dürfen und das ist ein super mächtiges Tool, was ich persönlich täglich für mein Trading anwende und auch so in unserer Trading Academy bei Wir machen Trader beibringe und ein Kernkonzept eben unsere Ausbildung darstellt, weil es perfekt Preis, Zeit und Volumen im Einklang bringt und eben ja diesen Faktor vom Intraday-Handel eben auf jegliche Zeitebenen übertragen lässt. Das Problem in TradingView ist, wie finden wir das Ganze? Wir würden das eben hier irgendwo suchen unter Indikatoren, da ist es aber nicht zu finden, denn es ist sozusagen als Zeichentool abgelegt. Du musst also hier links in die Leiste gehen und findest es dann hier an dieser Stelle, wo wir auch die Projektion haben oder auch die volumenbezogenen Indikatoren bzw. Zeichenwerkzeuge. Dann findest du hier den verankerten VWAP und wenn wir den auswählen, dann können wir den an unterschiedlichen Zeitpunkten oder an unterschiedlichen Chartmarken eben hier ganz einfach als Zeichenwerkzeug nutzen. Mein Tipp dabei, wenn du ihn nutzt, dann stell ihn auch vernünftig ein, indem du vor allen Dingen die Quelle auf Open, High, Low, Close durch 4 rechnest, dann bekommst du die präzisesten Werte, die dir dieser Indikator eben ausspucken kann. Na komm,
Wir kennen genau diese Situation. Wir wollen mit einer einfachen Trennlinie eine Linie gerade, also horizontal einzeichnen. Natürlich können wir dafür jetzt horizontale Linie nutzen, die geht aber immer über den kompletten Bildschirm. Und es gibt natürlich auch das Strahlwerkzeug, mit dem das geht, aber auch da geht es zumindest von rechts über den kompletten Bildschirm. Ich möchte aber einfach eine Trennlinie gerade einzeichnen. Wie geht das also, wenn ich beispielsweise ein solches Muster jetzt hier nutzen möchte? Alles, was ich dazu tun muss, ist, während ich hier die rechte Seite noch dieses Tools eben halte, dann drücke ich einfach die Shift-Taste. Ja, dann wird es horizontal fixiert und ich kann einfach nach links und rechts gehen. Einfache Lösung, sehr effektiv. Damit kommen wir, so traurig ich auch bin, schon zum 10. und letzten versteckten Feature von TradingView. Und das, muss ich sagen, das ist mein absoluter Favorit. Und ja, es ist eben auch die Favoritenleiste, die du eben hier oben siehst. Du siehst, dass ich hier unterschiedliche Zeichenwerkzeuge drin habe, die ich regelmäßig nutze. So konnte ich vorhin auch ganz einfach auf den verankerten VBAP zugreifen. So kann ich hier auf unterschiedliche Tools zugreifen, die ich eben regelmäßig nutze. Aber die Frage ist, wie bekomme ich diese komische Favoritenleiste eigentlich dahin und wie befülle ich sie mit Inhalt? Also, zum einen musst du hier erstmal die linke Seitenleiste aktivieren, sollte das nicht der Fall sein. Dazu wollen wir erstmal das Zeichnungspanel sehen. Wenn du das nicht siehst, dann kannst du auch erstmal gar nicht auf die Zeichenwerkzeuge zugreifen. Das wollen wir also erstmal sehen. Wenn wir das sehen, dann lokalisierst du natürlich erstmal eben diese Tools, die für dich relevant sind. Für mich war das eben der verankerte VBAP und du siehst bei jeglichem Tool, wenn wir so ein bisschen nach rechts gehen, dann sehen wir hier auch ein Sternchen. Und wenn wir da draufklicken, dann sagt uns dieses Tooltip auch schon zu Favoriten hinzufügen. Und du würdest jetzt sehen, dass es auch da oben in meine Favoritenleiste schon hinzugefügt werden. Jetzt fragst du dich sicherlich, ja, schön und gut, aber ich sehe diese Leiste noch nicht. Und das ist gar kein Problem. Ja? Mach erstmal hier die Sternchen, die du haben möchtest, denn jetzt kannst du es dir anzeigen lassen, indem du hier unten auf eben dieses Sternchen wieder gehst und es sagt auch schon Toolbar für favorisierte Zeichenwerkzeuge anzeigen oder ausblenden. Und wenn ich es anzeige, dann kann ich das hier auf der linken Seite ganz einfach verschieben. Ich kann die innerhalb dessen auch nochmal verschieben, wenn ich möchte. Und kann dann auch einfach das überall lokalisieren, wo eben der Platz gerade zur Verfügung steht. Das hat jetzt unterschiedliche Vorteile. Ja, ich bin schneller, indem ich einfach genau diese Tools immer zur Verfügung habe, die ich eben hier auch sehen möchte. Und gleichzeitig kann ich mir hier links diesen kompletten Platz auch sparen, indem ich jetzt wieder hier oben drauf gehe und einfach sage Zeichnungspanel oder Panel entfernen. Jetzt interessiert mich brennend, was deine versteckten Features von TradingView sind, die ich vielleicht sogar noch gar nicht kenne oder heute zumindest nicht fortgetragen habe. Lass mich das einfach unten in den Kommentaren wissen und vielleicht, wer weiß, wird dein verstecktes Feature dann Bestandteil eines meiner nächsten Videos. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Sollte dir das Video auch gefallen haben, dann gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Und dann habe ich hier noch eine Empfehlung für dich, die 7 Grafiken, die dein Verständnis vom Trading für immer verändern können. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.